Wir melden uns heute mal mit einem Blick in unseren Keller dort hinten. Falls ihr euch fragt, was da alles drinnen ist, wir wissen es selbst nicht, aber eines ist sicher, es ist leider kein Lego mehr. Wir haben soweit schon nachgesehen. Ja, kann man nichts machen. Aber nun zu etwas Wichtigerem, und zwar Rita möchte euch etwas verkünden. Naja, es ist ja nicht umsonst, dass wir hier stehen, sondern es ist ja der wunderbare Strand hier vor dieser nicht so schönen Kulisse. Wo übrigens noch irgendwann mal ein Vorhang montiert wird, dass man hier nicht mehr reinsieht. Ja, auf jeden Fall. Was ja ideal geht da. Genau, und ich wollte euch den Strand zeigen mit all dem, was wir bisher gemacht haben. Und wie ihr seht, es hat sich einiges getan. Unter anderem haben wir weiter verfließt. Ihr seht es hier, es ist ganz wenige Löcher sind noch, ganz wenige. Ihr seht hier 1, 2, hier ein paar einzelne sind leider übergeblieben. Aber ansonsten ist es fertig gefliest und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde es so schön. Ich finde es echt so schön. Nur damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wir haben 12 solche Säckchen gehabt mit insgesamt fast 12.000 Fliesen. Jetzt ist noch ein halbes übrig, also ungefähr 500. Und ich glaube, wir müssen noch nachbestellen, da ich ja eigentlich dort drüben meinen Hafen auch noch etwas verschönern wollte. Aber es ist wie immer, Rita hat mir wieder mal alles weggenommen. Der Strand war einfach wichtiger als der Hafen, aber der Hafen kommt auch noch dran. Also das schaffen wir schon irgendwann. Genau, aber wir haben nicht nur gefliest, sondern wir haben auch noch andere Updates. Danke auch für das viele Feedback, zum Beispiel zu den Langhalsdamen. Die habe ich noch nicht in Angriff genommen. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, dass ich sie Wo waren die überhaupt? enthalse. Ich weiß es gar nicht da mehr. Drüben sind die zwei Blondinen hier, im ja, Wasser. Genau, upsala. Denn meine Mutter meinte, das sind wir zwei, die wir gerade ins Wasser gehen, was ich eine süße Idee finde. Ja, vielleicht schaffen wir es noch irgendwie anders. Außerdem hat sich in unseren Kommentaren direkt eine Fraktion für die Langhalsdamen aufgeformt, ja, wie du sagst, die wollen, dass das so bleibt. Und deswegen würde ich auch sagen, dass wir die jetzt mal so lassen. Vielleicht sind das wirklich diese, keine Ahnung, südasiatischen, ich glaube aus Burma stammenden Damen, die so goldene Halsketten haben. Ich bin gerade etwas verwirrt, denn hier ist ein Liebespaar, welches wir hier gerade in Flagranti erwischt haben. Ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht vom Boot erwischt werden. Sehr gefährlich hier mit dem Fischkutter. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass die so weit draußen schwimmen. Naja, man weiß es nicht. Was hat sich hier sonst noch getan? Ich habe eine Mini-Insel hier draußen noch verbaut. Ist noch nicht ganz ideal. Die gehört noch irgendwie mehr mit diesen eckigen Steinen, also mit diesen, wie sagst du immer, mit den Slopes. Ja, vielleicht noch ein, zwei Slopes. Genau. Also es sieht so aus wie eine Umzugskiste von dir oder mehrere Umzugskisten, aber eine Insel ist eine gute Idee, das habt ihr auf jeden Fall mehrmals vorgeschlagen und die werden wir jetzt auf jeden Fall noch schöner machen. Die Umsetzung ist noch nicht ganz, aber wir kommen dazu. Was ich auch gemacht habe, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, ihr seht es hier, wir hatten hier die Häuser auf grünen Platten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Sowohl dieses als auch dieses Haus, die hatten darunter eben quasi grasgrün. Ja, die werden halt bei Lego so gebaut. Was natürlich an sich keine schlechte Sache ist, aber mir ist das irgendwie ein bisschen ein Durcheinander vorgekommen, deswegen habe ich das jetzt alles quasi wieder halb zerlegt und dann auf Sandplatten gestellt. Ja, war sehr viel Arbeit, aber ich finde, es zahlt sich aus, denn jetzt ist das einfach alles ein bisschen stimmiger und es war auch leichter hier, weil ihr habt auch gesagt, es soll nicht eine Linie sein, das Meer jetzt ein bisschen hier reinzubauen. Das sieht also so aus, wie wenn die Wellen jetzt natürlich
an den Strand kommen und nicht mehr so eckig und wie wenn das alles eine Kante wäre. Also das sieht jetzt schon ganz gut aus. Wir haben da auf jeden Fall noch vor, dass wir hier dann die erste Reihe vom Sand in Darktan machen, damit das so aussieht, als wäre der Sand nass, sagen wir so. Genau. Und wo badet Rita heute? Wo ist sie unterwegs? Naja, ich bin ja offiziell einen kleinen Hund. Offiziell eine Langhalsdame. Also es ist wirklich sehr interessant. Ach ja, du bist ja die Langhalsdame. Genau. Es sind übrigens wieder einige etwas seltsamere Szenen. Das ist sehr süß, denn der Chihuahua ist noch auf dem Surfbrett, aber die Dame, die ältere, hat es leider hinuntergeschmissen. Er ist jedoch noch da. Ich glaube, eine Stand-Up-Paddlerin, das ist doch derzeit so im Trend. Das ist ganz, dann haben wir hier, keine Ahnung, ich glaube, ja, wir wurden da hier manipuliert. Genau. Und zwar ist hier... Ich glaube, das ist Jesus, der übers Wasser läuft. Der übers Wasser läuft. Also das haben weder Rita noch ich gebaut. Nein. Dafür ist hier die Schatztruhe umso cooler, die hier auf den glücklichen Finder wartet. Hoffentlich kommen nicht die Piraten hinten von der Barracuda Bay bald, dass sie dann hier anlegen, denn ich glaube, dieser Bootsanlegeplatz ist etwas zu klein. Genau. Der ist wirklich zu klein. Wir haben auch heute schon eine Jack Stone-Figur hier vom Strand entfernt. Also ich weiß nicht, wer hier heroben war. Ich glaube, es war ein Einbrecher, der uns hier einen Streich spielen wollte. Gott sei Dank hat er die Lego-Sammlung nicht mitgenommen. Es ist, das wäre nicht soweit gewesen. Wir sehen, noch alles da, aber trotzdem ist sehr, sehr seltsam. Genau. Dann habe ich euch schon den Angler im letzten Video gezeigt. Ihr erinnert euch noch an den Transparentfaden. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, was ich alles mit dem Transparentfaden angestellt habe, dann einfach nachschauen. Wir haben hier nämlich eine Art Mole gebaut. Genau. Damit, oder wie man das auf Deutsch nennt, ist es irgendwie wie Italien. Deswegen ist eine Mole. Ihr wisst, wir Österreicher wohnen nicht am Meer, wir kennen uns da nicht so gut aus. Bitte berichtet uns. Auf jeden Fall, wo wir in Italien öfter gerne auf Urlaub fahren, gibt es sowas. Und da gehen wir am Abend immer raus. Im besten Fall mit einem Eis in der Hand. Und gehen dann, so wie die zwei. Ja, so wie die zwei, genau. Und gehen dann nach 5 Minuten wutentbrannt wieder zurück, weil wir da draußen von etwa 1 Million Gelsen gestochen worden sind. Aber wir machen es jedes Jahr wieder. Also es muss trotzdem toll sein. Genau. Und um dieses Gefühl hier auch zu haben, ohne Gelsen, haben wir hier das eben nachgebaut und auch ein nettes Detail eben unsere Meerjungfrau aus dem, nein, das war nicht aus dem Legoland, das war aus einem Lego-Shop. Die haben wir gekauft im Lego-Shop in Wien. Genau, die war bei so einem, etwas verschwommen, bei so einem Set dabei mit 3 Figuren. Werden wir es hinbekommen. Genau, hier in da haben wir ist das. Es so dunkel, dass die Kamera nicht fokussiert. Aber sie ist bildhübsch, fast so schön wie du, Rita. Moment mal. Ah, sie hat den Kamm so komisch vor den Augen. Ja, sie kämmt sich ja gerade. Ist ja ganz klar. Jetzt will die Kamera. Sehr schöne Aufnahme. Wirklich top. Genau. Die ist auf seinem rosa Stein befestigt. Und ihr seht, wir haben da auch wieder ein paar Wassersteine uns gespart, weil man die ja sowieso nicht sieht. Übrigens auch teilweise unter den Booten, wenn wir euch das mal zeigen dürfen. Drachenbooten. Wir mussten da ein bisschen sparen, denn sonst wäre sich das nicht ausgegangen. Da seht ihr genau, wo das Boot... Ich bin zwar am Überlegen, ob wir die Boote nicht noch etwas diagonal anordnen, denn so sind sie schon ein bisschen geradlinig, die meisten davon jedenfalls. Aber die müssen ja hier durchfahren. Das und dann Ziel ist dort drüben. Ach ja, falls ihr übrigens fragt bezüglich der Ninjago City, was wir uns da jetzt vorstellen. Ja, wir haben im Internet gehört, dass es da eventuell im Frühjahr 2021 einen 3. Teil dazu geben soll. Und da sind wir sehr gespannt, da ja das eines unserer Lieblingssets ist. Wir sind da noch nicht ganz sicher, was wir da jetzt machen werden, aber es kann sein, dass wir mit dem fixen Verbauen uns jetzt noch ein bisschen Zeit lassen, weil nicht, dass dann der 3. Teil rauskommt, der super toll ist und dann müssen wir wieder hier alles umbauen. Oh ja, nein. Also vielleicht gibt es da irgendwie früher oder später mal noch einen Leak, wo vielleicht ein Foto davon auftaucht, wo wir dann wissen, was auf uns zukommt und dann, wenn wir kaufen wollen, was sehr wahrscheinlich sein kann, dann
werden wir hier mal ja, uns bemühen um eine Umsetzung. Ja, speziell eben diese Fliesen wieder aufzulösen, ist einfach eine wahnsinnige Arbeit. Deswegen machen wir das nicht, wir lassen das mal offen und dann sehen wir weiter. Übrigens, was ich noch vergessen habe zu sagen, ihr seht es hier, wir haben auch eine Strandabgrenzung gemacht. Quasi eine kleine Steinmauer, die hier entlang des Strandes führt, bis hinten zur Haltestelle. Ups, unser ich reiß mit der Kamera das Surfbrett runter. Genau. Und genau, das geht eben bis zur Haltestelle. Natürlich haben wir für die Wege auch immer was ausgelassen. Ich finde, das sieht einfach ein bisschen stimmiger aus und nicht so ein besserer Übergang einfach zwischen dem Grau und dem Sand. Zwischen der Straße und dem Sand so hart. Wir haben uns da auch an diversen Urlaubsdestinationen, wo wir schon waren, orientiert. Also das sieht eigentlich ganz nett aus. Und was ich euch auch noch zeigen möchte, der Spielplatz war ja zuerst hier drüben. Das war aber irgendwie ein bisschen ein Durcheinander. Jetzt haben wir uns gedacht, wir stellen den Spielplatz hier hin mit auch der Skaterpark, der war auch direkt dabei, soviel ich mich erinnere bei dem Set. Der Skaterpark war bei irgendeinem City Square oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß es allerdings gar nicht mehr. Aber das ist ja ein, ich sage Harry Potter Set, das ist ein Toy Story Set, genau. Ich bin schon ganz durcheinander von Ritas Filmlizenzen. Hey. Jetzt fängt sie als nächstes vielleicht auch noch mit Star Wars an, dann haben wir den Salat. Es wird ein Durcheinander. Es kommt dann aber an die Decke. Naja, mal schauen. Genau, und da habe ich eben den normalen Spielplatz, den hatten wir schon, da habe ich nur diese Minifigur noch dazugestellt. Ein süßes kleines Mädchen mit Flügeln. Habe ich mir gedacht, die kommt einfach von einer Kostümparty oder sonstigem. Und dann haben wir hier eben einen kleinen Jungen, der auf dem Skateboard sich traut, hier in der Halfpipe zu fahren. Es ist der nächste Tony Hawk. Der nächste Tony Hawk, genau. Und ihr seht auch ein kleines Mädchen, das sich an der Kletterwand versucht. Die Mutter sieht von unten natürlich zu und passt auf, dass da nichts passiert. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch die Skater, also quasi die Cool Kids, die darauf warten, dass sie da auch wieder fahren dürfen nach dem Jungen. Und wir haben Basketballspieler. Also da geht es wirklich ab in dieser Ecke. Und ihr seht, einer von diesen Basketballspielern dankt gerade den Basketball hinein und der andere ist mehr als begeistert. Er ist noch immer in der Luft. Da könnten wir eigentlich direkt auch noch was mit diesem Nylonfaden machen. Vielleicht, dass der Ball gerade im Korb drinnen ist. Denn es sieht ja so aus, als wäre er gerade dabei, den zu versenken. Stimmt. Das könnten wir noch machen. Sieht auf jeden Fall schon ganz nett aus. Wir werden beim Strand jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar kleine Feintunings machen. Aber es sind viele kleine Szenen. Es sind auch wieder ein paar Minifiguren dazugekommen, habe ich gesehen. Ja. Und ich würde sagen, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Das ist aber nett von dir Wir gesagt. hoffen, euch gefällt der Strandbereich auch. Das war ja wirklich eine Herzensangelegenheit von Rita, dass sie den in der nächsten Zeit fertig macht. Jetzt ist Sommer, sie hat gesagt, das Winterdorf interessiert sie nicht und sie möchte lieber hier am Strand so viel Zeit wie möglich verbringen. Ich nehme euch jetzt noch mit auf die andere Seite, damit ihr diese Steinmauer auch noch von hier sehen könnt. Also wir haben auch hier die Gehsteige schon mehr oder weniger fix und fertig verfließt. Hier sind uns jetzt die dunkelgrauen Tiles ausgegangen und das sieht jetzt eigentlich wirklich sehr ansehnlich aus. Also uns gefällt es. Es wird natürlich da und dort noch was passieren. Figuren sind auch noch keine da, das geht ja einmal gar nicht, aber da kennt ihr uns auch, es wird sich da noch was tun. Und ja, mit diesem grandiosen Blick verabschieden wir uns heute. Rita sagt noch Tschüss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich wieder mit einem Eisenbahnvideo. Hoffentlich, also das geht ja gar nicht anders. Genau, also baut was Tschüss. Schönes. Tschüss.